Hallo zusammen, ich bin Jörn und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Humustoilette. Declan stellt sein System, den Clivus Multrum, vor. Er berichtet ein wenig über die Historie der Komposttoilette im Lebensgarten und welche Schwierigkeiten, Probleme damit aufgetreten sind, wie er dann letztendlich seine Toilette in eine Humustoilette umgewandelt hat, das heißt auf Basis von Fermentierung. Er erläutert ein bisschen den Unterschied, Fermentierung, Verrottung. Dann zeigen wir, wie durch den ganzen Prozess die lebendige Erde, eine Terra Preta, entstehen kann, wie man sie dann wieder zurückgeben kann in den Kreislauf und auch, was man mit dem Urin machen kann, dass der auch wieder fruchtbar zurückgegeben werden kann. Und das Ganze ohne Wasser letztendlich. Er gibt Tipps und Hinweise, wie man halt so eine Humustoilette betreiben kann, was dabei zu beachten ist, welche Stoffe man zur Fermentierung verwenden kann, damit es auch nicht riecht und so weiter und so fort. Viel Spaß dabei. Wo befinden wir uns denn jetzt hier? Okay, wir befinden uns hier auf dem Ökodorf Hauptplatz in Lebensgarten Steierberg. Und mein Name ist Declan Kennedy und ich will euch ein bisschen erzählen von wie wir hier zu Humustoiletten gekommen sind. Ursprünglich in 1985 haben wir 8 Stück für den ganzen Lebensgarten, 40 Häuser ungefähr, genehmigt bekommen. 4 sind nur gebaut worden und über den Jahren sind 3 nicht mehr im Betrieb. Und dadurch ist jetzt meine der einzige und ist es nur, weil ich es umgewandelt habe. Und warum sind die anderen 3 nicht mehr im Betrieb? Weil entweder war die Technologie nicht gut genug, dass es ein einfaches System, die Toilette zu benutzen war, oder die haben es verkehrt mitbearbeitet und dadurch ist dann im Grunde genommen hat es gestunken oder war Fliegenplage oder irgend sowas. Okay. Und ja, zweimal hat meine Frau Margit es richtig weghaben wollen, weil es ihr so auf die Nerven ging. Bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause. Und das war der Grund, warum ich es umwandeln musste. Okay. Dann gucken wir uns das doch jetzt mal an. Genau. Ja, und jetzt gucken wir es einfach an, was überlebt hatte. Okay, Declan, jetzt sind wir hier in deinem Haus, sehen deine Toilette und was hat es damit auf sich? Ja, es sieht ganz aus wie eine ganz normale Toilette, nur hat es keinen Tank, weil es eine sogenannte Humustoilette ist oder Trockentoilette. Und der Unterschied ist, weil am Anfang hat es sehr gestunken, hat man hier eine Gummireifen immer auf beiden Teile. Ja? Und dann es schließt ab. Das Problem mit einer Trockentoilette ist immer, wie macht man es sauber? Mhm. Und das ist ganz toll von Wolfgang Berger entworfen. Das ist einfach ein Teil, der rausnimmt und dann es geht Einfach in die Dusche rein. Ah, ja. Und da kann man es dann abduschen. Ja, und wieder zurück tun. Und dann hat man kein Wasser in dem Tank, der unten ist. Aha. Es ist ein großer Tank und deshalb heißt es auf Latein Clivus Multrum. Mhm. Ja. Okay. Wir haben einen Unterschied. Am Anfang war es eine Komposttoilette. Und in der Komposttoilette hatten wir immer die Schwierigkeit von im Frühjahr eine Plage von Getreidemotten und im Herbst eine Plage von Fruchtfliegen. Mhm. Die ist so schlimm, dass der gesamte Bad hier voll
Margit musste mit einem Staubsauger die runterkrogen. Die waren richtig geklebt an der Wand. Ja? Und da habe ich gesagt, so, das geht nicht. Dann wollte sie es einfach weghaben. Sie hatte die Nase voll. Und eine ganz normale Toilette. Und das ist die anderen Leuten passiert. Deshalb so sage ich gar nichts oder sage ich, niemand ist schuld, sagen wir dann. Die Idee war schuld. Einfach wie man das war gedacht für ein Dacha, für ein Außengebiet. Und da haben wir welche auch auf dem Gelände in der Permakultur. Aber hier im Haus muss es ziemlich idiotensicher sein. Ja? Okay, idiotensicher, wie macht man es? Okay, man hat keine Zug oder keinen Druckknopf oder sowas, was Sie machen. Nein, man hat hier eine Mischung von Holzkohlenstaub, Gesteinsmehl, aber hauptsächlich Sägemehl. Die streut man in die Toilette, ungefähr so viel einmal am Tag. Und wenn es irgendwelche Plagen gibt, dann habe ich noch eine weitere, einmal hier von reiner Holzkohlenstaub. Sieht man so ganz gut. So ganz schwarz und ganz dünn. Und da kann man ein bisschen noch dazu tun. Aber hauptsächlich ist es schon hier drin. Okay. Somit bist du halt diesen Plagen Herr geworden, letztendlich. So bin ich dem Plagen Herr geworden, weil der Holzkohlenstaub hygienisiert. Es macht alles Hygiene. Und zwar benutzt man oft in Krankenhäusern, wenn man so große Wunden hat und so weiter. Jetzt in diesem Fall müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der Clivus Multum braucht nicht so viel Feuchtigkeit, als 2, 3 Leute hier am Tag pinkeln. Und deshalb haben wir einen Pinkeleimer. Und dieser Pinkeleimer ist hauptsächlich für die Männer als Art Urinal. Ja. Jetzt machst du Zucker rein, ne? Ja, genau. Das ist Zucker. Und es ist eine Mischung von Mikroorganismen und Zucker und verschiedene Sachen, so wie Sauerkraut und so weiter, die einfach die Fermentierung immer wieder im Gange bringt. Und deshalb so stinkt es nicht. Aber man muss es zumachen, weil es ist ein hauptsächlich anaerobisches System. Fermentierung ist überhaupt mehr anaerobisch als aerobisch. Unter Ausschluss von Luft. Und die Frauen dürfen in den großen Tank pinkeln, weil wir brauchen den Urin, um jetzt, und hier kommt der nächste Punkt, warum es nicht Fliegenplage gibt. Wir fermentieren da drin und wir verrotten nicht. So ist nicht mehr eine Komposttoilette, es ist eine Fermentierungstoilette oder Therapeutentoilette, kann man es nennen. Es macht Therapeute, die schwarze Erde, es macht Therapeute fast automatisch. Okay, wir kommen aber dahin, wir sind eine Gruppe von Leuten in Norddeutschland, die jetzt experimentieren mit dieser Sache und wir kommen jetzt dahin, das ist fast genauso idiotensicher wie der WC. Jetzt hier befinden wir uns schon im Keller und hier ist der große Clivus Multum. Es ist ziemlich groß, aber es ist genügend für 4 Leute. Wir haben aber kaum mehr als 3 Benutzer hier gehabt. Ständig. Okay, wir haben Besuch auch. Ja, Fenster muss ein ganz klein bisschen auf im Winter, ganz wenig, nur ein Spalt.
so dass die Luft hier durch kann. Das war aber zu viel Luft und so haben wir hier dieses zugemacht. Jetzt mache ich es auf und dann seht ihr eine ganz große Menge Wasser, beziehungsweise unten runter in dem Wasser ist der fertige Terra Preta. Jetzt sieht es ganz schön schwarz aus. Mhm. Und ich sage immer, ich gebe jemand 50 €, wenn die etwas anderes als Walderde riechen können. Das ist wirklich so. Es riecht überhaupt nicht. Das ist jetzt schätzungsweise nach 3-4 Monaten, wo es dann den Tank runterrutscht und dann hier rausgeholt werden müssen. Jetzt muss man dabei denken, das ist 35 Jahre alt, fast, vom Entwurf. Und es ist verbessert inzwischen. Hier muss ich es mit Eimer, hier mit so einer Literflasche auch sowohl den übrigen Feuchtigkeit als auch den Feststoff so losnehmen. So. Aber es ist so, riecht überhaupt nicht. Es ist ein tolles System mit das ist hauptsächlich den Holzkohlenstaub, der das schafft. Und wie ist es mit solchen Sachen wie Antibiotika und Cortison? Ja, das ist der Unterschied zwischen Fermentierung und Verrottung in Richtung Kompost. Die Fermentierung ist nur 40 cm hoch. Ein Komposthaufen ist viel größer und wird richtig heiß drin. Und das ist so, wie man den Hygiene und den Pathogen rauskriegt. Aber man kriegt in den Kompost nicht die Sachen wie Cortison und Antibiotika raus. Weil man hat durch die Hitze gerade die Mikroorganismen kaputt gemacht, die diese Sache auffressen. Ich meine, man muss da denken, Cortison und Antibiotika ist ursprünglich irgendwie eine Pflanze gewesen. Und so kann die Natur es zurück zu Pflanzen bringen. Man muss es nur herausfinden und das haben wir durch die Auseinandersetzung mit der Mikrobiologie. Und das war hauptsächlich der Beitrag Dr. Jürgen Rekin von Finnofurt in der Nähe von Eberswalde. Der hat mir diesen Tipp gegeben. Und so machen viele Leute jetzt, es ist jetzt allgemein bekannt, aber sagen wir nicht allgemein bekannt. Es ist in eine gewisse Menge an Gruppe von Leuten, die mit dies sich auseinandersetzt. Und es ist jetzt hier bei mir nicht automatisch genug. Das ganze System ist zu viel Arbeit für Otto-Normalverbraucher. Es muss jetzt einen Weg, wo die verschiedenen Sachen, so wie den Holzkohlenstaub oder den Gesteinsmehl, und das sind die beiden, die da sein müssen, die können automatisch fließen, wenn wir den richtigen Entwurf machen. Und das macht jetzt wiederum Professor Ralf Otterpohl in den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft in der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Und er macht große Beiträge in diese Richtung, aber ich bin eine von seinen Versuchskaninchen, könnte man sagen. Und er macht es in Richtung Hilfe in heißen Ländern, so wie Äthiopien oder Sudan oder Nicaragua, so wo einfach kein Wasser da ist. Und da kann man nicht den WC, den Wasserklosett, kann man nicht mehr benutzen. Beziehungsweise man benutzt es, aber man kann es nicht so gut spülen und alles solche Sachen. Es ist
so sagen wir es, in der Zeit im 19. Jahrhundert, als es WC erfunden ist, war eine tolle Erfindung. Aber es hat bedeutet, dass mit den großen Mengen an Urbanisierung, der jetzt in die Welt gegangen ist, dass wir einem System unter der Erde von Abwasserkanäle, die der perfekteste Biotop sind für die Ratten. Und so haben wir uns die Ratten angezogen und vermehrt, wie verrückt, durch unser System. Wir haben einfach nicht ausgedacht, was jetzt mit der neuen Urbanisierung neu schaffen muss. Und deshalb hat Ralph Otterpohl ein Buch geschrieben, Das neue Dorf. Und er sieht, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren umstellen auf Trockentoilette in verschiedenen Art. Und das ist nur ein Beispiel hier. Und ein Beispiel, der aber jetzt 40 Jahre alt ist. So, die Entwicklung geht weiter. Und wie ist es mit Toilettenpapier? Toilettenpapier ist bei Komposttoiletten ein Problem, weil es häuft sich an und ist zu viel für den Kompost, für die Hitze. Während mit den Mikroorganismen der Toilettenpapier ist gerade der Lignin, was die gerne in Erde umwandeln. Und die Mikroorganismen haben durch den Holzkohlenstaub, den größeren Teile davon, haben die so ihre Behausung. So die könnten so beim fast 0 Grad oder sogar unter 0 Grad noch in dieser Behausung leben. Das ist besonders wichtig für den Außentoiletten, dass die Mikroorganismen nicht im Winter kaputt gehen. Hier ist es kein Problem, weil hier ist die Restwärme von der Heizung in diesem Keller. Es geht fast nie unter 4 Grad. Und was gibst du immer noch dazu in den Clivus Multrum? Sind es Küchenabfälle oder? Ja, das kann man auch machen. Man muss es nicht, aber man kann es auch machen. Und das ist dann der dritte Rohr da. Der ist extra von ein Stockwerk höher, wo man die Küchenabfälle hineinspeisen kann. Und die mischen sich dann in den Tank, weil der Tank und der ganze Inhalt der Tank wird nie mehr, wie ich sagte, als 40 Zentimeter hoch. Und es rutscht langsam runter, oder soll. Und dieser Entwurf ist so alt, da muss ich es ein bisschen nachhelfen. Und den Rutschen, so der Toilettenpapier staut. Aber es ist gut. Du musst dabei denken, so, es ist ein bisschen Scheiße auf jeder Stück Toilettenpapier, der da hineinkommt. Und das ist eine Impfung. Das ist eine Impfung für die gesamte Sache. Und diese ganze Fermentierungssache kriegt die Impfung dann durch den Kot, aber auch noch mehr durch den Urin. Bis zu einem gewissen Punkt so. Und deshalb haben wir diese Regel, die Damen dürften pinkeln und die Herren sollen in dem Urinal ihr Geschäft machen. Okay, es ist eine ganz lustige Geschichte. So eine Professor für Städtebau redet über Scheiße. Aber wir müssen was machen, weil wir haben hygienische Systeme, besonders in Indien und in den ganzen so Asien, so haben wir richtige, irrsinnige Probleme. So mit, und wir können ohne weiteres alles lösen. Permakultur ist die Lösung. Und das ist ein Teil von Permakultur, der immer weiter und immer neu ausgekommen ist. Ich habe es wieder durch Zufall in den Amazonas in Brasilien die
ein System, was die ähnlich hatten für 500 Jahren. In den dicht besiedelten Amazonengebieten. Und diese schwarze Erde, die Terra Preta, die lebt noch in den Amazonas, wo es immer wieder Blätter von den Bäumen runterkommt und die Erde mulcht. Das ist genügend, um die ganze Fermentierungssache weiter zu betreiben, wenn es einmal da ist. So, Kompost ist gut. Kompost ist wunderbar. Absolut. Nur Kompost muss alle 2 oder 3 Jahre wieder auf die Erde gebracht werden, weil es nutzt sich ab. Während der Terra Preta, solange dass man es leicht gemulcht die Erde behält, der bleibt da und bleibt da sogar im Winter und wird wieder im Frühjahr aktiv und dann hat man eine richtige lebendige Erde. Und eine von unseren großen Problemen ist in der Welt heutzutage ist Wasser, wie ich sagte. Aber der andere ist, wir nutzen unsere Erde ab und machen mehr Wüste. Wir müssen zu einer Lösung in diese Richtung kommen. Danke. Hier bringe ich jetzt den Küchenabfälle, so alles was nicht zu groß ist, kann hinein. Und hier ist der Abwurf für die Küche. So, in dem großen Tank unten, die wir vorhin gesehen haben. Und das ist so einfach, aber da darf nicht große Sachen, da kann man kleine Sachen. Oder zum Beispiel, was übrig ist hier von einer Pflanze, was sich weggenommen werden muss, so kann man einfach hineintun. Oder Unkraut, das kann man auch hineintun. So. Okay, Declan, jetzt haben wir ja ein bisschen gesehen, wie der Clivus Multum, die Humustoilette im Prinzip funktioniert. Und was machst du denn jetzt letztendlich mit dem Urin und der Terra Preta aus dem Keller? Wo geht das Ganze hin? Ja, es geht im Garten, ganz klar. Es geht im Garten wieder. Wir haben was gegessen, wir haben es verdaut. Die Mikroorganismen in unserem Darm sind ähnlich wie in dem Kompost oder in dem Terra Preta. Und die scheißen wir aus, die fermentieren wir dann über ein paar Monate, sodass die wieder verwendet werden kann. Die sind in Erde geworden. Sehr reiche Erde, sehr reich. Mhm. Und die nehmen wir raus und tun es meistens auf den Beet drauf und dann ein bisschen Mulch drauf. Und dann wird es wiederum eine Impfung für den Beet, wo Terra Preta schon mal drin gewesen ist oder nicht. So kann beides sein. Und jetzt, das ist aber nicht sehr viel. Es ist so für unsere 3-Personen-Haushalt ist es vielleicht nur 6 Eimer pro Jahr. 6 Mal Eimer pro Jahr. Mhm. Und das ist jetzt wiederum nicht genügend automatisch für den normalen Verbrauch in ein Haus. Wir müssen es austragen, aber ich bin froh, dass ich es austragen kann, weil dann kann ich es in den Beeten im Garten bringen, wo es gerade gebraucht wird, so ganz individuell. Okay, und dann kommen dann solche Sachen so wie unsere Tomaten hier. So, das zeige ich nachher. Wir haben auch Gewächshäuser zwischen unser Haus und dem Garten. Und in den Gewächshäusern haben wir dieses Jahr gemerkt, dass die
die Erde so ziemlich dünn geworden ist. Der Gewächshaus ist 33 Jahre alt. Ja? Und so haben wir es gelockert, die Erde. Und dann haben wir, wo wir die neuen Erde draufgetan hatten, haben wir ganz Menge an Theraplete, gerade wo die Tomaten hinkommen würden. Dann haben wir ausgefüllt mit normale, gute Erde und ein bisschen gemulcht. Und dann die Tomaten hineingepflanzt. Ja. Und die sind wie irre. Die sind in sehr gutem Zustand. Und jetzt, okay, die sind nicht schneller gekommen, aber das war nicht die Idee. Okay, ein bisschen schneller gekommen als im Garten, weil die im Gewächshaus sind und ein bisschen wärmer. Aber es ist im Ostgewächshaus. So, das ist so nie so heiß wie im Süden. Eine Gruppe haben wir im Süden, aber da hatten wir nicht so toll Theraplete, beziehungsweise diese fermentierte Erde aus der Toilette draufgetan. Wir wollten einfach sehen, wie der Unterschied ist. Ja, und vielleicht sage ich auch nochmal zur Kompost. Der Kompost, wie gesagt, ist gut und besonders gut, wenn man große Sachen, so sagen wir eine gesamte Kopfsalat oder ein Kohl, der so umgekippt ist, die kann man so ziemlich wie es ist auf den Komposthaufen schmeißen. Das kann man bei diesem Fermentierungssystem nicht machen. Da kommen die winzig kleine Mikroorganismen, die es im Grunde genommen die Fermentierung schaffen, da kommen die nicht genügend dran. Oder man muss es häckseln. Dann mit dem Häckseln ist eigentlich ein bisschen blöd, weil da benutzt man dann meistens Fossilbrennstoffe dafür. Und wir probieren die gesamte Sache so natürlich wie möglich und im Grunde genommen die Natur nachzuahmen. Das heißt, man hat ja dann auch einen Kreislauf im Prinzip. Ne? Das heißt, man isst, genau. Dann uriniert man erzeugt quasi die Fäkalien, daraus kommt Therapreta und dann gibt man es wieder ins Beet hinein. Das heißt, das ist ja dann quasi eine runde Sache. Ja, es ist eine runde Sache und es ist im Grunde genommen, Jahrtausende haben die Menschheit das gemacht. Weil die haben, okay, vielleicht nicht so bequem, wie wir jetzt leben, aber die haben es gut überlebt. Und denkt man an die Wikinger und so, die waren ganz schön starke Männer und so weiter. Und die haben das nicht nur überlebt, sondern die haben einfach was Neues gemacht. Die sind neue Siedlungen, die sind überall in Europa gekommen. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass die schwarze Erde war nicht nur in Amazon. Das ist, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren entdeckt haben. Oder 30 Jahren. Die schwarze Erde war unter den Wikingern, es waren unter den verschiedenen Stämmen, die im jetzigen Iran, die, so viel wir wissen auch auf dem Baikalsee, da drumherum. Und es war wahrscheinlich in vielen Orten der Erde, nur wissen wir es nicht. Und die hatten es einfach so durch die Not erfunden, konnte man sagen. Oder, ja, vielleicht, ja, die waren nicht so doof. Okay, und, okay, wir nennen es Therapleta jetzt, weil das sind die zwei Worte schwarze Erde in Portugiesisch, weil es jetzt so in den Anfang der 90er Jahre wieder entdeckt war in den Amazonas. 500 Jahre alte schwarze Erde und noch lebendig mit lauter Mikroorganismen, Würmer drin und alles so. Wahnsinnig. Und so, das müssen wir, das ist, was ich nenne Permakultur, ja, permanente Kultur. Und das probieren wir jetzt so oft wie möglich und wir haben sehr gut Erfolg. Und
wir haben nicht diese Monokultursysteme, diese riesen Getreideacker. Wir haben so Getreide als Gemüse, wir haben solche kleine Sachen. So. Ja, hier ist mein Urinal jetzt, mein Pinkeleimer, und ich bringe es jetzt in den Garten hinein und an dem alten Birnbaum, der unheimlich viel mehr Nährstoffe braucht als den neuen. Und ich schmeiße es einfach nur in der Nähe vom Baum. Es fließt ein bisschen runter und wird in den Wurzelbereich kommen. Und das, okay, das ist ein bisschen auf den Rasen, aber der Rasen braucht auch ein bisschen so, weil wir sandige Boden hier haben, fürchterlich sandige Boden. So richtig ganz dünner Sand, der fast überhaupt keine Nährstoffe drin hat. Und deshalb aus der Not haben wir zum Teil diese Sachen gefunden. Aber das sieht man auch so, die Apfelbäume schaffen es auch jetzt inzwischen. Und sogar jetzt fangen wir an mit Haselnüsse. Die Haselnüsse sind nie gekommen, auch wegen den sandigen Boden, nehme ich an. Vogelbeeren schaffen es sehr gut und dadurch haben wir Vögel hier. Überhaupt durch die Polykultur in diesem Garten hier haben wir die ganzen Insekten, die ganzen Vögel. So, jeder kann in seinen Garten einen Beitrag zur Biodiversität. Und das ist, wir müssen nur wegkommen von den Rasen- und Rosen-Syndrom. Ja? Rasen und Rosen gehören auch dazu, aber nicht nur. Das heißt dann auch, jeder ist so ein bisschen, hat eigene Verantwortung, so einen kleinen Kreislauf anzuschieben. Ne? Jeder ist der wirkt mit dabei, dass wieder alles belebt wird, wiederverwendet wird und eigentlich im Gang bleibt irgendwie. Ne? Und ich bin das beste Beispiel davon. Ich bin jetzt 86 Jahre alt und ich kann fast alles machen. Okay, bisschen Einschränkung, aber eigentlich so. Ich war voriges Jahr oben auf den Spitzen der Pyrenäen und den Jahr davor in Deutschland auf den Bergen und so weiter. So, ich kann das immer noch machen. Bisschen aufpassen, aber was ist das? Okay, hier sind wir auf der Kompostecke und im Moment machen wir es so ziemlich ad hoc. Wir können dann hier solche große Dinge drauf tun. So, eigentlich nicht so furchtbar viel Zitrus, aber wenn man sowas will man nicht andauernd immer schneiden und deshalb so tut man es auf den Kompost. Ja. Man kann es dann immer decken mit den Unkraut, der drumherum ist, einfach decken. Oder man kann es so mit etwas geschnittenem Mulch, da ist dann, habe ich gerade gemerkt, es sind Brennnessel drin. So, aber es ist so eigentlich sehr gut, den Kompost bedeckt zu halten, so wie es da bedeckt ist. Aber hier haben wir eine Menge an Kompost, weil wir können den ganzen Garten neu beginnen. Weil, ja. Und hier müssen wir dann häckseln. Oder, das ist Reisig, was wir benutzen können, dann mit einem Feuer in eine Schale, so wie die Indios das macht, und daraus Holzkohlenstaub machen. So, wir machen dann diese Feuer, in den Glut kochen wir den Abendbrot und nach dem Abendbrot sitzen wir um den Feuer und dann nehmen wir Wasser und machen das Feuer aus. Und da ist übrig geblieben nicht Asche, sondern der Pflanzenkohlenstaub. Und der Pflanzenkohlenstaub ist gut für die Therapeute und für die Mikroorganismen
Und die Asche ist nicht komischerweise. Die Asche ist gut, wo du nicht Unkraut haben willst. Da magst du Asche drin. Das dämpft im Grunde genommen das Leben. Während den Holzkohlenstaub hygienisiert und auch macht gleichzeitig Behausung für die winzig kleine Mikroorganismen. Okay, und dann so einen Pinkeleimer muss man ganz klar hier richtig sauer machen. Da ist dann, könnte man sagen, homöopathische Pinkel. Und das tue ich hier jetzt auf die Tomaten. Die kriegen einen Schub. Und dann nehme ich den Ursud. Das ist, das zeige ich nachher, was das ist. Aber es ist eine Mischung, der schon wie Kombucha immer wieder gemacht wird. Es ist bräunlich, weil Melasse drin ist ursprünglich. Und die tue ich so einen Schub hinein. Und da sind genügend Mikroorganismen da drin, dass ich dann, die Männer können dann hineinpinkeln. So richtig so lange für ihr großen Strahl. Wenn das nicht gut riecht, aber im Moment ist es sehr gut, dann kann ich einfach ein bisschen Sauerkraut, vielleicht eine Handvoll Sauerkraut dazu tun. Und dann wird es wieder neutral. Okay. Nächster Gang ist dann den Ursud machen. Und das zeigen wir hier drüben. Dann ist den Ursud muss man, so wie Kombucha, immer wieder, so alle 3 Wochen oder sowas, muss man erneuern. Und das erneuert man mit so Zucker. Ich habe jetzt ganz normale Raffinadezucker aus dem Edeka und mache so ungefähr 100 Gramm drin. Und dann habe ich hier Molkepulver, was man sehr viel in Bäckereien benutzt. Und ich mache es ein bisschen klein, ich muss nicht unbedingt es richtig pulverig haben. Das tue ich auch hinein, weil die Mikroorganismen müssen etwas zum Fressen haben. Und das lieben die, absolut. Und dann verlängere ich es mit einem Schub abgekochtes Wasser. Und zwar abgekochtes Wasser, weil in fast allem Wasser heutzutage ist Chlorin drin. Und die Chlorin wiederum machen die Mikroorganismen zum großen Teil kaputt. Und so macht man es einfach so. Es ist am allerbesten, wenn dieses abgekochtes Wasser Zimmertemperatur ist. Ich brauche es gar nicht mehr zu mischen, nur so 3 Wochen zu lassen. Und ich kann aber inzwischen ein bisschen davon auf, weil wir haben jetzt die Erfahrung, dass wir müssen den Pinkeleimer einmal in die Woche ausleeren. Sonst kann es doch wirklich anfangen zu stinken. Aber es ist so einfache weiße Pulver und das habe ich dann hier im Bad, so neben der Toilette, in einen kleinen Metalleimer. Und das ist so, wie man, statt dass man einfach den zur Kette zieht oder irgendwie den Wasser durchläuft, dann nimmt man ein bisschen von dem, kippt man ein Zeugpack hinein. Klingt sehr viel Arbeit, aber ist es nicht. Es ist so, einmal die Woche, diese Sache einmal alle 3 Wochen
in ein paar Minuten gemacht. Und es ist viel weniger Arbeit an Arbeitszeit als ein WC sauber halten. Ja. Und wir müssen nur lernen, dass Bakterien und Mikroorganismen, dass die günstig sind für uns. Die sind da. So, ich sage, Gott hat uns gar nichts gegeben, der nicht für uns günstig ist, für uns gut ist. Nur haben wir vergessen, die in den richtigen Platz zu bringen. Und dann schaffen wir dadurch sogenannte Gifte. Aber eigentlich ist gar nichts Giftiges in dem Sinne. Danke. Jetzt mache ich jetzt erstmal Feuchtigkeit und dann machen wir eine zweite mit dem Therapeut selber. Das ist ja richtig tolle schwarze Erde.